Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rea Elektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel. Und wir sind heute zu Gast bei der Acroplastic GmbH in Niederzissen. Unser Thema heute: Additive und Performance Materials in der Kunststoffindustrie für die Lasermarkierung. Sie erinnern sich sicherlich noch an eine unserer ersten Folgen, in der es hieß, eine Lösung muss her. Haben Sie sich gefragt, wie man mit einem Laser Effekte auf einem Kunststoff erzielen kann? Dann sollten Sie heute dranbleiben. Die Acroplastic GmbH ist Hersteller und Compounder für Additive und Granulate aller Art. Dabei wird das Material in der Art verändert, dass gleichbleibende, qualitativ hochwertige Lasermarkierungen überhaupt erst möglich sind. In Verbindung mit dem ReaJet Faserlaser ist das eine Lösung, die im Vergleich zu anderen Laserarten wie YAG-Laser oder UV-Laser tatsächlich wirtschaftlicher ist. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute an. Auf geht's! Hallo Thilo. Hey Frank. Hallo, grüß dich. Hey Daniel. Schön, dass du Zeit für uns hast. Schön, dass ihr gekommen seid. Thilo, vielleicht in 3 Sätzen. Wer bist du, was machst du hier, was macht Acroplastic? Mein Name ist Thilo Stier. Ich bin hier am Standort verantwortlich für den Vertrieb und die Technik. Und die Acroplastic hat global ca. 165.000 Tonnen Kapazität. Wir sind ein Compoundeur. Wir stellen Hochleistungskunststoffe her. Kunststoffe mit sehr hohen Festigkeiten oder hohen Schlagzähigkeiten. Immer angepasst an die Bedürfnisse unserer Kunden. Warum stehen wir vor deinem Auto? Ja, wir haben uns im Endeffekt Gedanken gemacht zum Thema Markierung und haben hier sehr viele Beispiele, wie man es tun kann. Ich mache ihn einfach mal auf, dann können wir mal reinschauen. Die Bedürfnisse der Kunden sind ja im Endeffekt nicht nur tolle Bauteile herzustellen, sondern auch das im Rahmen der Anforderungen der Automobilindustrie zu dokumentieren und zu speichern. Das heißt, also jedes dieser Bauteile hat im Endeffekt einen Code angebracht, der die Nachvollziehbarkeit des Produktes gewährleistet. Und da gibt es jetzt welche, die mit dem Aufkleber angebracht werden, die natürlich jetzt nicht so sicher auf dem Bauteil halten, welche, die vom Designer vorgeschrieben werden und dann auch welche wie hier, die mit einem Laser beschriftet sind. Eine super günstige Möglichkeit, ohne laufende Kosten auf dem Produkt eine Markierung aufzubringen. Wenn ich hier drauf markieren möchte, da muss ich aber Additive einbringen. Wie bekomme ich denn die Additive jetzt rein? Ja, wir haben bei uns sogenannte Compounding-Extruder. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Mixer. Das heißt, ein länglicher Mixer, wo man im Endeffekt eine Matrix, ein Polymer hat. Dann gibt man da Zuschlagstoffe rein, Additive, also welche, die verantwortlich sind für eine bessere Wärmehalterung, welche, die verantwortlich sind für eine Farbgebung oder Festigkeiten und dann noch welche für einen Farbumschlag. Und diese Additive für den Farbumschlag sind dafür verantwortlich, dass man besonders gut mit Lasern markieren kann. Ich höre immer, das ist eine ganz tolle Lösung, aber leider viel zu teuer. Wie verhält sich es denn mit den Kosten? Ja, wie gesagt, teuer ist einfach. Das Schwierige ist das Günstige. Und dort haben wir deshalb diese Anlage angeschafft, um im Labor uns dahin zu arbeiten. Und haben im Endeffekt Varianten gefunden, die im Endeffekt ohne große Mehrkosten in ein Material eingearbeitet werden können und dort einen hervorragenden Farbumschlag gewährleisten und das ohne große Mehrkosten für den Kunden. Angenommen, ich wäre Hersteller für solche Komponenten. Was muss ich tun, um eure Additive oder Granulate in mein Produkt reinzubekommen? Ja, am besten, wenn Sie uns kontaktieren, das heißt den Vertrieb oder die Technik, und die wägen dann gemeinsam mit Ihnen ab, was für Anforderungen Sie haben, was für mechanische Anforderungen Sie haben, welche ästhetischen Anforderungen an die Oberfläche existieren, ob das jetzt eine Sichtanwendung ist oder eine Nicht-Sichtanwendung. Und dann machen wir im Endeffekt 1, 2 Vorschläge und diese können wir dann nicht nur vermuten, sondern in unserem Labor testen und dem Kunden bereits zeigen, wie der Farbumschlag ist und dies auch verifizieren. Und ich denke mal, das ist dann eine gute Möglichkeit und spart Entwicklungszeiten beim Kunden. Können wir uns das Labor mal anschauen? Aber super gerne. Guten Morgen, Michael. Hi Daniel. Morgen. Frank, hi. Jetzt sind wir bei Michael im Technikum. Michael, mir fällt auf, dass ihr hier eine Vielzahl an unterschiedlichsten Spritzgussmaschinen habt. Hätte da nicht eine Maschine auch ausgereicht? Mit einer Maschine kann man schon viel machen, aber neben den Standardprüfungen und Standardprüfkörpern, die wir herstellen,
Zur Entwicklungsarbeit möchten wir den Kunden auch gerne bei anderen Entwicklungsthemen begleiten und beschäftigen uns hier intensiv mit Metall-Kunststoff-Hybriden oder auch beispielsweise mit größeren Formteilen, mit hohlen Bauteilen, die man in Sonderverfahren herstellen kann. Dafür brauchen wir einfach größere Maschinen und andere Maschinen. Okay. Maschine ist ein Stichwort. Ihr habt hier eine Lasermarkiermaschine aus dem Hause ReaChat. Warum habt ihr euch für ReaChat entschieden? Ja, die Entscheidung war einfach. Mit Rea haben wir einen Partner vor Ort sozusagen, Entwicklung und Produktion in Deutschland, die uns qualitativ hochwertige Systeme liefern, mit denen wir gute Markierergebnisse erzielen können. Mir ist aufgefallen, dass ihr hier speziell einen Faserlaser einsetzt. Warum ein Faserlaser? Ja, der Faserlaser bietet viele Vorteile. Neben einem guten Markierungsergebnis können wir im Gegensatz zu anderen Lasern auch Kostenvorteile mit berücksichtigen und auch weitere Vorteile im Betrieb. Okay. Das heißt, die Erstinvestition für das System ist deutlich günstiger. Höhere Produktgeschwindigkeiten sind möglich gegenüber einem UV-Laser. Und zur Laserstrahlerzeugung verwenden wir hier nicht anfällige Kristalle, sondern die aktive Schreibzeit des Lasers beträgt 100.000 Betriebsstunden, bevor die Strahlquelle getauscht werden muss. Das ist ein Vorteil. Wenn ihr jetzt ein Bauteil bekommt und das wollt ihr bemustern, beschriften, wie geht ihr da vor? Ja, wir entwickeln lasermarkierbare Kunststoffe und es ist immer wichtig zu wissen, welche Kombination aus Additiv, aus Füllstoff, aus Polymer zu einem guten Ergebnis führt. Für uns ist wichtig, dass die Mechanik stimmt und das Markierergebnis gut ist. Insofern gibt es nicht immer den einen Königsweg, sondern wir müssen auch zusehen, dass wir das gesamte Spektrum, was die Anlage darstellen kann, in dem Bauteil abbilden. Das machen wir mit einem Parameterfeld. Das Parameterfeld kombiniert verschiedene Verfahrgeschwindigkeiten, also Markiergeschwindigkeiten und Energieeinträge und gibt uns so die Möglichkeit, innerhalb von einer Sekunde zu beurteilen, kann man das Material lasern und mit welchen Parametern lässt es sich gut lasern. Okay. Lässt es sich lasern, habe ich verstanden. Lässt sich denn der Code auch auslesen? Ja, Data-Matrix-Codes und Barcodes sind wichtig, weil sie noch weitere Informationen tragen, die beispielsweise Produktionsparameter beinhalten können und die Nachverfolgbarkeit des Teils dann entsprechend darstellen. Und das müssen wir garantieren können, das müssen wir sagen können, dass es möglich ist, mit dem Kunststoff ein gutes Markierergebnis zu erzeugen. Und dazu müssen wir quantifizierbare Werte haben. Das heißt, wir müssen den Data-Matrix-Code auslesen und das machen wir mit einem Verifier-Gerät. Okay. Und somit bekommen wir dann quantifizierbare Messergebnisse, die uns sagen, ist es eine gute Markierung oder müssen wir noch was tun. Okay, und das macht absolut Sinn. Jetzt muss ich ja sagen, Frank, als ich heute Morgen hier reingekommen bin, habe ich mich mal so ein bisschen umgeschaut und ich habe was entdeckt, Michael. Ich habe gesehen, dass ihr auch farbige Kunststoffe erzeugen könnt. Das heißt, der Farbumschlag ist nicht weiß oder nicht schwarz, sondern in dem Fall grün oder blau. Was hat es damit auf sich? Ja, hier greifen wir sehr gerne auf das Know-how und auf die Expertise der Schwesterfirma AF Color zurück. Die Spezialisten sind für Farbeinstellungen und für Laseradditive. Also wir wollen Kunststoffe nicht unbedingt nur in Weiß, Schwarz oder Natur liefern, sondern auch eine dekorative Anwendung ermöglichen mit hochwertigen Werkstoffen und andere Farben wählen. Gleichzeitig wäre es natürlich schön, wenn sie markierbar wären und ideal wäre, wenn der Farbumschlag nicht nur hell oder dunkel wäre, sondern vielleicht auch farbig. Und das sind Entwicklungen, die zeigen, dass auch solches möglich ist, beispielsweise auf einem dunklen Grund ein grüner Farbumschlag oder ein blauer Farbumschlag und andere Farben sind ebenso möglich. Okay. Hier bei Acroplastik setzt man einen Laser-Handarbeitsplatz ein. Die Integration in eine Fertigungslinie stellt aufgrund der Kompaktheit unseres Lasers kein Problem dar. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns sicherlich noch später. Dankeschön. Sehr gerne.
Haben Sie gesehen, wie gut das funktioniert hat? Gleichbleibende Qualität und absolute Prozessbeherrschung in der Kennzeichnung von Kunststoffen. Das stellt heute keine Herausforderung mehr dar. Sie sind Hersteller von kunststofftechnischen Produkten und werden von Ihren Kunden angewiesen, zu serialisieren oder zu markieren. Die Produktspezialisten von Acroplastic und Reajet kommen gerne bei Ihnen vorbei und helfen Ihnen bei diesem Prozess. Dies bietet Ihnen die optimale Entscheidungsgrundlage, ohne Investitionsrisiken eingehen zu müssen. Ein spannender Tag bei Acroplastic geht zu Ende. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Kennzeichnungsprofis vor Ort.